Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, und da geht mal wieder ein Wanderjahr zu Ende, wieder ein sehr ereignisreiches. Anne und ich haben dieses Jahr viel erlebt. Angefangen März, April mit dem Juliana Trail in Slowenien. Und über den Sommer hat man dann auch wieder einiges dabei, wie Schwarzwald-Genießerpfade. Wir waren relativ viel im Allgäu unterwegs, wo ich auch gerade stehe. Allgäu waren auch so die härtesten 3 Wandertage, die wir dieses Jahr hatten. Da hatten wir zuerst so eine Panoramarunde Brodel-Denneberg. Das seht ihr hier drüben. Und dann die härtesten 2 Tage, also die härteste Tour danach, weil alles mit Hitzewarnung rundherum ist hier drüben. Da seht ihr nochmal den Hochgrat bzw. die Nagelflugkette. Ja, ansonsten, was haben wir noch gemacht? Bayersbronner Seensteig als Mehrtagestour. Ich war auf dem Moselle Trail unterwegs. Da hatte ich unter anderem dabei die Sarah und den Marco von Strauchs Wanderlust, meine Tante Beate. Die war auch ein bisschen öfter dieses Jahr wieder mit dabei gewesen. Ja, Peter von Ich am Weg hatte ich mal mit dabei auf dem Hartfüßler Trail im schönen Saarland und im Wilden Kaiser, den Radlwadel, den Andi. Da sind wir zusammen auf den Stripsenkopf gewesen. Ja, also wie gesagt, der ein oder andere YouTuber, bei dem war ich zu Gast, beziehungsweise wir bei ihm. Und nächstes Jahr, denke ich mal, kommt da vielleicht auch noch mal das ein oder andere nach. Ansonsten Wanderhöhepunkt dieses Jahr, also im wörtlichen Sinne war der Watzmann gewesen. Schöne Zweitagestour. Ja. Ansonsten waren wir auch international unterwegs. Ich war auf Gozo gewesen, habe die Insel umrundet. Zusammen waren wir noch in Griechenland gewesen, auf Chalkidiki. Haben da einige Wanderungen unternommen. Die kommen aber erst noch. Jetzt im Januar, Februar die Videos. Ansonsten gab auch beim Kanal wieder die ein oder andere Neuerung. Angefangen mit kleineren Trailern, die ich vor größere Projekte gestellt habe. Ich habe mittlerweile umgestellt auf 4K, also ab Slowenien im Prinzip. Ja, wurden Anne und ich dann etwas schärfer. Und jetzt nochmal im November habe ich endlich mal die Thumbnails der Videos überarbeitet und habe die mal ein bisschen aufgehübscht. Also das mal so als grobe Zusammenfassung vom letzten Jahr. Ja, was soll nächstes Jahr an Wegen so kommen? Die Planung ist ja noch nicht so wirklich angelaufen tatsächlich. Wir werden auf jeden Fall wieder ein bisschen im Schwarzwald unterwegs sein. Das Allgäu wird uns wiedersehen. Und für April haben wir mal ganz vorsichtig den Fischerweg in Portugal ins Auge gefasst. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was das Jahr so bringt. Wie gesagt, den ein oder anderen Gastauftritt bzw. Besuch bei anderen YouTubern. Ja, der Andi zum Beispiel will unbedingt nochmal mit der Anne unterwegs sein. Da haben wir, glaube ich, die Steinerne Rinne noch vor uns. Anne signalisiert gerade hinter der Kamera, sie auch unbedingt. Ja, also es wird definitiv wieder ereignisreich werden, auch wenn die Planung noch nicht ganz so weit gediehen ist. Gut, dann soll es das an dieser Stelle aber erstmal gewesen sein mit dem, was war und dem, was kommt. Und dann würde ich sagen, bevor ich euch jetzt aber ins neue Jahr schicke, machen wir noch unsere kleine Kalenderverlosung. Lose haben wir jetzt nicht dabei. Das heißt, ich bin für hier erstmal fertig und dann melden wir uns gleich nochmal aus unserer Ferienunterkunft. Ja, jetzt sind wir zurück an unserem Ferienort auf der Schwäbischen Alb. Abstecher gestern erfolgreich überstanden. Ja, und jetzt ist auch die Anne wieder mit vor der Kamera dabei und dann würde ich das auch direkt mal ausnutzen und sie fragen, ja, was war denn letztes Jahr deine liebste Tour gewesen? Meine liebste Tour. Also vorneweg, alle Touren waren toll. Besonders toll waren natürlich für mich die Touren in den Bergen, also sprich Allgäu beziehungsweise dann auf dem Watzmann oben, weil das ist immer eine Herausforderung, einfach so hoch hinaus zu kraxeln. Und Slowenien natürlich. Ganz anderes Land und 16 Tage am Stück laufen.
ist auch ein Erlebnis. Das hat man halt nicht alle Tage und von daher auf jeden Fall eins meiner Highlights von diesem Jahr. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Genau. Dann wollen wir euch aber jetzt auch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Ich habe hier eine Mütze in der Hand, voll mit Losen, 20 Stück. Und dann würden wir jetzt mal schauen, wer denn anlässlich der 500 Abonnenten jetzt den Kalender bekommen soll. Und ja, Anne darf jetzt auch die Losfee machen. So, Moment, ich zeige erstmal noch, dass da wirklich viel drin ist. Genau. Möglich, dass es nicht vorbeifällt. So, und jetzt gucke ich nicht rein, wobei sie sind schön gefaltet. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Mach mal ein bisschen weiter auf, ich gucke schon nicht. Wir müssen da noch dran arbeiten. So, einen habe ich. So, dann schauen wir mal, wer denn den Ich sage dazu, er Kalender... hat geschrieben, deswegen liest er auch. Ach ja, guck mal an. Der Mischa von Mischa Wandert. Genau. Der Mischa, also Mischa Wandert, auch ein kleiner YouTube-Kanal mit Wandervideos, wie der Name schon sagt. Und ja, könnt auch gerne mal bei ihm vorbeigucken. Zuletzt war er, glaube ich, auf dem Camino Incluso unterwegs, haben wir gesehen. Ah ja, genau. Das war ganz Stimmt. schick Den gewesen. haben sie ja leider abbrechen müssen, gell? Das lasse ich ihn schon fallen. Ja, den haben sie ja abbrechen müssen, aber den werden sie wohl noch weiterlaufen. Steht zumindest in Aussicht. Genau. Also von daher auf jeden Fall bei ihm mal reinschauen. Und genau, ansonsten an den Mischa E-Mail schreiben oder per Instagram kurz melden und dann gucken wir, wie wir das mit dem Verschicken von dem Kalender machen. Gut, und dann würde ich sagen, War's das von uns für dieses Jahr? Da bleibt Genau. uns nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. ja, viel Spaß beim Wandern auch 2025. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.